Die größte Schwäche von Rusted Moss sind die Granaten. Diese sind eine der Fähigkeiten, die im Laufe des Spiels freischaltet und die, wie es für Metroidvanias typisch ist, nicht nur im Kampf genutzt werden können, sondern auch dazu dienen, neue, bisher nicht zu erreichende Gebiete zu eröffnen. Und was macht man mit Granaten so? Naja, Sachen aus dem Weg sprengen, natürlich. Um genau zu sein, spezifische Wände, die mit Granatensymbolen hervorgehoben wurden, damit man bloß sofort sieht, was man braucht, um an ihnen vorbeizukommen. Gut, dass sie in ihrer Darstellung so stark aus dem Rest der Spielwelt herausstechen, ist die eine Sache. Aber bei meinem eigentlichen Problem würde es nicht so viel ändern, wenn es stattdessen Steine oder sonstige Blockaden wären, die sich besser in die Welt einfügen. Mein Problem ist, dass Granaten, die nur genutzt werden, um spezifische Hindernisse aus dem Weg zu sprengen, eigentlich nichts weiter als eine Art Schlüssel sind. Sie werden, abseits von Kämpfen, nur dann genutzt, wenn man einem dieser Hindernisse über den Weg läuft und ansonsten vollkommen ignoriert. Sie fügen sich nicht als ein natürlicher Teil des Movements in die Gesamtspielerfahrung ein und widersprechen in ihrem Design damit eigentlich genau dem, was Rusted Moss sonst so großartig macht. Das freie Experimentieren mit den verschiedenen Bewegungsoptionen und Fähigkeiten. Das größte Alleinstellungsmerkmal des Spiels ist dabei die erste Fähigkeit, die man bereits nach wenigen Minuten freischaltet: der Greifhaken. Greifhaken in Videospielen sind dazu prädestiniert, in eine sehr ähnliche Falle zu tappen wie die eben beschriebenen Granaten. Meistens gibt es fest vorgehende Punkte, an denen man ihn nutzen kann, um sich an eine erhöhte Position zu ziehen oder über einen Abgrund zu schwingen. Wenn man einen visuell hervorgehobenen Greifhakenpunkt sieht, setzt man ihn ein. Schließlich wird es irgendeinen Grund dafür geben, dass er da ist. Auf der anderen Seite braucht man im restlichen Spielverlauf gar nicht erst darüber nachzudenken, was man mit ihm machen könnte, denn die Antwort lautet: nichts. In Rusted Moss kann man sich an allen bemoosten Wänden und Decken festhalten. Und die gibt es an jeder Ecke. Die Frage lautet hier also nicht mehr nur, ob man den Greifhaken wohl einsetzen sollte, sondern vor allem, wie. An welcher Stelle genau hält man sich fest, wann und wohin genau schwingt man. Das liegt vor allem daran, dass sich das Seil eher wie ein Bungee-Seil verhält. Je nach Momentum streckt es sich also noch weiter in die Länge und kann einen, wenn man es geschickt einsetzt, danach beispielsweise um eine Ecke oder auf eine erhöhte Position schleudern. Das Konzept dahinter wird einem direkt im Tutorial eingeprügelt und ist intuitiv auch leicht zu verstehen und anzuwenden. Aber es wirklich effektiv zu meistern ist verdammt schwer, was sich perfekt mit der ansonsten sehr präzisen Steuerung ergänzt, die sich oftmals mehr nach einem Celeste als einem typischen Metroidvania anfühlt. Dazu passend gibt es in der Spielwelt verteilt dann auch einen ganzen Haufen optionaler Platforming-Herausforderungen, wie Rennen gegen die Zeit oder einfach kurze Passagen, die so viel Präzision erfordern, dass man eigentlich nur mit Trial and Error durch sie durchkommt. Wenn das nicht euer Ding ist, könnt ihr das komplett ignorieren, aber für mich waren das wahrscheinlich die Abschnitte, mit denen ich am meisten Spaß hatte, da sich erst hier das volle Potenzial der verschiedenen Fähigkeiten entfaltet hat. Abseits von den Granaten sind sie nämlich allesamt Erweiterungen des Kern-Movements, sowie ein aufgeladener Sprung, mit dem man nicht nur an erhöhte Positionen gelangt, sondern auch zusätzliches Momentum für den Greifhaken mitnehmen kann. Sogar einige der Waffen lassen sich für die Bewegung einsetzen, zum Beispiel die Schrotflinte mit ihrem Rückstoß. Abseits von den Wänden, die sich nur durch Granaten wegspringen lassen, werden sämtliche neue Gebiete also durch Platforming erreicht. Es gibt keine direkt ersichtlichen Blockaden, sondern bloß Punkte, die man mit dem aktuellen Movement noch nicht erreichen kann. Das hat auf den ersten Blick vielleicht den Nachteil, dass man sich an einigen Stellen nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob man für diese noch etwas braucht oder ob man sie gerade nur so nicht hinbekommt. Auf der anderen Seite vermittelt es einem aber wirklich das Gefühl, dass jede neue Fähigkeit einem bei der Eroberung dieser Welt weiterhilft, statt einfach nur einen Schlüssel für eine Reihe von arbiträr platzierten Türen darzustellen. Dass es sich vielleicht lohnen könnte, nochmal in alte Gebiete zurückzukehren, um auszuprobieren, ob man hier nicht vielleicht weiterkommt, ohne zu wissen, was genau man überhaupt braucht. Und all diese Movement-Optionen übertragen sich auch genauso gut ins Kampfgeschehen. Wenn man es erstmal halbwegs raus hat, mit einem aufgeladenen Sprung über feindliche Angriffe hinwegzuspringen und dann, während man sich per Greifhaken durch den Raum schwingt, selbst auf den Gegner zu schießen, ist das ein unfassbar befriedigendes Gefühl. Und spätestens in den oftmals Bullet-Hell-esken Bosskämpfen ist das auch bitter nötig. Hier werden meist die spezifischen Gimmicks der verschiedenen Gebiete mit einem mehrphasigen Kampf kombiniert, der einem alles abverlangt, was man im besten Fall bis zu diesem Zeitpunkt gelernt hat. Dabei hat man vor allem wirklich wenig Spielraum für Fehler. Man kann sich zwar per Mana heilen, für gewöhnlich kann man mit einer komplett gefüllten Mana-Leiste aber höchstens einen Gegentreffer ausgleichen, wonach man sie dann erstmal wieder auffüllen muss, indem man selbst genügend Treffer landet. Wenn man also nicht einfach Reflexe hat, die meinen bei weitem übersteigen, ist man wirklich gezwungen, die einzelnen Moves der Bosse auswendig zu lernen und sich genau zu merken, wie man welchem am besten ausweichen kann, um irgendwie unbeschadet am Ende anzukommen.
Ich habe so meine allgemeinen Probleme mit dem Konzept mehrphasiger Bosse, da es sich aber einem gewissen Punkt tendenziell nach Arbeit anfühlt, die ersten Phasen zu wiederholen, die man eventuell schon längst gemeistert hat, nur um sich endlich wieder in den jeweils späteren versuchen zu dürfen. Aber trotzdem haben sich die Kämpfe für mich nie unfair angefühlt. Ja, nach dem 20. Versuch war ich dann doch mal frustriert, aber ich wusste immer, was ich falsch gemacht habe und konnte es ohne größere Verzögerung nochmal versuchen. Wenn man aber wirklich stecken bleibt, lohnt es sich vielleicht auch nochmal einen Blick auf das kleine Accessoire-System des Spiels zu werfen, über das man verschiedene Boni ausrüsten kann, zum Beispiel zielsuchende Schüsse oder verlangsamte gegnerische Angriffe. Wenn ich hier einen kleinen Nitpick habe, dann, dass ich die Beschreibung teils unnötig vage finde. Auf der einen Seite gibt es dann ein Accessoire, das den Schaden von aufgeladenen Angriffen um 30% erhöht. Super, verstehe genau, was es macht, kann ich perfekt einplanen. Auf der anderen Seite gibt es eins, das den Schaden von Angriffen erhöht, solange man volle Leben hat. Aber wie sehr der Schaden erhöht wird, steht nicht dabei. Trotzdem hat es sich das Rumexperimentieren immer bald wieder gelohnt und vor allem waren die Accessoires eine sehr motivierende Belohnung für das Erkunden der Spielwelt. Wenn euch das Spiel aber selbst dann immer noch zu frustrierend ist, sei angemerkt, dass es einen sehr flexiblen Schwierigkeitsgrad mit haufenweise Anpassungsmöglichkeiten gibt, mit denen ihr beispielsweise die Geschwindigkeit des Spiels verlangsamen oder unendliches Mana aktivieren könnt. Irgendwie kommt also wirklich jeder durch dieses Spiel durch. Und das lohnt sich, wie ich finde, voll und ganz. Es ist ein wirklich schönes Metroidvania mit tollem Pixelart und einer sympathisch erzählenden Geschichte, das aber vor allem durch sein sehr freies, präzises Movement scheint, das jeden Teil des Spiels perfekt ergänzt. Sei es die Erkundung, das Platforming oder das Bekämpfen von Gegnern. Gerade der zentrale Greifhaken hilft sehr dabei, es von der Masse abzuheben und macht es zu einem Spiel, das ich Fans vergleichbarer Spiele nur ans Herz legen kann.